Ja, es sind mal wieder ein paar KI-Modelle rausgekommen. Qwen 3.8 Max, ein 2,4 Billionen Parameter-Modell, also englische Trillion, das heißt in einer ähnlichen Größenordnung wie Kimi K3 und ein wahnsinnig günstiges KI-Modell, das auf dem Level von Opus 4.8 sein soll, was ja durchaus schon sehr gut funktioniert hat, aber halt so günstig, es ist fast schon lächerlich. Und gerade zum Coden für die einfachen Aufgaben vielleicht durchaus eine Option. Und zwar eine sehr viel kostengünstigere. Ich habe alles für euch mal getestet. Wir machen die üblichen 2 Benchmarks. Ich habe aber auch nebenbei noch ein paar andere Sachen getestet. Ich habe auch diesmal die Zahlen für euch. Und ich werde sie euch sogar auf dem Screen zeigen, wie viele Tokens ich für was verbraucht habe. Wir machen den Blender-Benchmark. Wie immer, wir lassen Hogwarts im Blender bauen, um die Tools zu testen und die Visualisierungsmöglichkeiten, die das Modell hat, weil das wirklich schwer ist. Und das Tool Blender ist extrem komplex. Und das zweite ist, wir lassen uns eine App entwickeln und wir schauen uns an, wie gut das funktioniert. Aber bevor wir damit anfangen, ich sag's schon eine Weile, aber ich würde hier eigentlich auch gerne mal andere Videos machen. Können wir bitte endlich mal aufhören, neue KI-Modelle die ganze Zeit rauszubringen? Es ist eine Pain. Ich komme nicht hinterher. Es ist wirklich unmöglich geworden für mich. Ich wollte euch eigentlich auch mal die neuen Videomodelle vorstellen oder die neuen Bildmodelle vorstellen, damit wir uns vorstellen können, was da eigentlich gerade passiert. Weil ich weiß es nicht mal mehr. Ich komme nicht dazu, es zu testen. Es ist zu schnell für mich. Und 3D. Mich hat jemand angesprochen, ob ich mal 3D-Modelle tatsächlich zeigen kann. Also 3D-Druck mit KI-Modellen. Und auch da gibt es einiges. Deswegen, wenn ihr diese Sachen haben wollt, schreibt es mir einmal ganz kurz in die Kommentare. Ich habe aber tatsächlich mal für nächste Woche ein anderes Video noch geplant, wo es mal nicht um neue Modelle geht, sondern um etwas, was wir beim Coden eigentlich A schon kennen und B uns die Arbeit sehr viel leichter machen kann. Kommen wir dann aber dazu. So, jetzt starten wir erstmal durch und zwar mit diesem Ding hier. Das hier. Einmal ganz kurz, ich habe mir von euch letztes Mal sagen lassen, ey, yo, lass dich nicht hetzen, es gibt immer Leute, die es nicht mögen und die anderen sagen mir, ey, kürzer ist immer super. Ich werde mich jetzt genau so lange halten, wie ich es brauche. Und ich weiß, dass ich manchmal langatmig sein kann. Die Videos hier sind nicht geskriptet. Und das hatten sich aber auch viele von euch gewünscht. Wir sind ja am Anfang des Jahres technisch gesehen in den Streaming-Zyklus übergegangen. Aber dann haben sich eben Leute gewünscht, hey, mach's doch ein bisschen moderiert, ein bisschen vorbereitet, sodass wir nicht komplett blind reingehen und nicht 3 Stunden gucken müssen oder sowas. Und das ist jetzt meine Zwischenlösung. Ich mache es jetzt einfach so, wie es für mich ist. Wenn ihr die sehr kurzen Videos haben wollt, wir machen wahnsinnig geile Short-Videos auf Instagram, TikTok und natürlich YouTube-Shorts, der andere Kanal. Und wenn ihr vollgeskriptete Videos haben wollt, der andere Kanal ist vollgeskriptet. Und der hier ist halt für die ITler auch gedacht. Oder für die Leute, die was mit IT zu tun haben. Wobei nicht mal mehr unbedingt, ne? Also muss man auch irgendwie sagen. Nun gut, also wir haben einmal Qwen 3.8 Max. Das Modell ist gerade erst rausgekommen, wie schon gesagt, es hat 2,4 Trillion, also deutsche Billionen Parameter. Das ist ein bisschen weird, weil man es trotzdem mit T abkürzt. Das ist in dem Umfeld, wo sich Kimi auch bewegt. Und es hat wohl auch autonom gecodet in über 10 plus Tagen. Dazu muss ich sagen, ich habe hier neben mir noch immer, das ist gerade pausiert, weil ich keine Credits mehr habe, aber GPT 5.6 Sol läuft seit Release durch. Also sofern ich Credits habe, selbstverständlich. Und ist jetzt bei über 18 Tagen an ein derselben Aufgabe. Ununterbrochen Model Time, ne? Also zwischenzeitlich mache ich mal Pause, weil ich halt keine Credits mehr habe und dann läuft es weiter. Also 10 plus Tage ist mittlerweile schon ein unteres Limit. I don't fucking know. Weiß nicht, was da noch passiert gerade. Aber trotzdem interessant, es unterstützt Bildeingabe, es unterstützt Texteingabe und native Videoeingabe, was ich sehr spannend fand, als Output allerdings nur Text. Wie genau Video verarbeitet wird, habe ich nicht testen können. Das hat bei mir nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob das erst noch kommt oder ob ich einfach zu doof war oder ob es einfach der Agent nicht unterstützt hatte. Ich habe nicht den Tokenplan geholt, dazu komme ich gleich nochmal. Ich habe das Ganze dieses Mal über OpenRouter wieder abgerechnet, weil so viele Tokenpläne ist dann doch irgendwann sehr teuer. So, wir haben, genau, das sind die üblichen Features, genau, und das hier sind die Kosten. So, wir haben einmal $2 für 1 Million Input-Tokens. Wir erinnern uns, das ist sehr günstig und $6 für 1 Million Output-Tokens. Zum Vergleich. Opus 5 kostet $5 pro Million Output-Tokens. Das ist also ungefähr doppelt so teuer, ein bisschen mehr als doppelt so teuer, 2,5 Mal so teuer. Und Output kostet $25 pro Million Output-Tokens. Und Opus 5 ist bei vielen gar nicht mal so beliebt. Also es ist hier schon ein großer Faktor mehr, weil es wohl ja, Dinge nicht so gut kann. GPT 5.6 Sol ist auch tatsächlich in einem ähnlichen Rahmen wie Opus und verbraucht ziemlich einen Arsch voll Prompts.
Und Grok ist bei dem exakt selben Preis wie Quen 3.8 Max. So, Grok habe ich noch nicht geschafft zu testen. Das ist, ja, da wollte ich eigentlich nochmal hinkommen, aber ich mag Grok an sich einfach nicht so gerne. Das hatte mich in der Vergangenheit schon ein paar Mal ein bisschen komisch abgesägt, sage ich mal. Aber ja, ist nicht so dramatisch. Genau. So, dann haben wir hier aber trotzdem noch gleichzeitig Caches. Und die sind natürlich drastisch günstiger. Das heißt, Cache Reads zum Beispiel kosten nur 17 Cent pro 1 Million Tokens und Explicit Cache Creation könnte ich hier quasi auch machen. Genau, also von den Tokens her nicht super günstig, aber auch nicht arschteuer. Es gibt einen Token Plan, wo man quasi wie ein Abo hat. Dann kriegt ihr auch hier ein API-Key, den ihr zum Beispiel in OpenClaw einbauen könnt oder auch in euren Lieblings-Coding-Agent, sei es jetzt OpenCode, sei es jetzt, keine Ahnung, Kimi-Code, sei es, ich glaube, Codex kann das auch. Claude erlaubt es nicht. Zumindest nicht ohne weiteres. Man kann es aber ein bisschen modden. Oder sei es jetzt eben auch Cursor Klein oder Kilo oder whatever. Es gibt ja mittlerweile so viele. So, die fangen aber an ab $6 pro Monat, sind aber eigentlich bei $8 pro Monat und gehen hoch bis zu $68 pro Monat. Ich bin mir nicht sicher, wie viel da dann tatsächlich rausgekommen werden kann, weil die so ein dummes Credit-System haben, dass man dann wieder irgendwie umrechnen muss und da nicht dabei steht, wie viele Tokens das sind. Aber ja, das kennen wir ja schon. So, bei DeepSeek ist es ähnlich tatsächlich. DeepSeek allerdings auch natürlich voll open veröffentlicht, ist ein 304 Milliarden Parameter Modell, also ein deutlich kleineres Modell. Beinahe Faktor 10 kleiner, das muss man schon mal betonen. Also es ist in heutigen Verhältnissen fast ein Minimodell, wenn man so möchte. Ich vermute, dass es so auf der Größe von Luna sein könnte, von GPT 5.6. Ich bin mir aber nicht sicher, ich kenne die Größen von OpenAI natürlich nicht. Aber es gibt Gerüchte darüber, sage ich mal. Wir haben aber spannende Benchmarks, fand ich bei DeepSeek vor allem, die hier abgeschnitten sind. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. So, und zwar haben wir hier einmal Terminal Bench. Terminal Bench sagt uns, wie gut es mit dem Terminal umgehen kann, also quasi wie sicher es im Schreiben von Befehlen ist. Und hier soll es fast auf dem Level von Opus 4.8 sein. Das ist Opus 4.8 hier. Und in manchen Bereichen soll es auch tatsächlich leicht über Opus 4.8 sein oder zumindest nur knapp drunter. Es ist überall knapp drunter hier. Aber es ist relativ auf dem Level von Opus 4.8. Was spannend ist, weil ich mit Opus 4.8 tatsächlich eine gute Zeit hatte und das viele Probleme von mir gelöst hat. Allerdings natürlich mit sehr, sehr vielen Checks noch. Die sind jetzt bei Fable und Opus 5 deutlich niedriger geworden. So als Einschätzung von meiner Seite. Auch spannend ist, dass ihr bei DeepSeek kein Abo haben könnt. Es gibt DeepSeek Chat. Das ist tatsächlich einfach, ihr chattet und das könnt ihr machen. Das ist komplett gratis. Man kann dafür nicht bezahlen. Das geht nicht. Oder ihr zahlt es halt über die API, wenn ihr es für Coding benutzen wollt. Es gibt keinen Token-Plan. Das heißt, ihr zahlt alles zwangsläufig über die API. Sprich, wenn ihr einfach mal eine schnelle Aufgabe habt und DeepSeek ist quasi das Einzige, oder ihr habt keine Credits mehr oder sowas, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ich glaube, dafür ist es ganz cool. Vor allem, weil es halt so abartig günstig ist. Bitte bedenkt trotzdem, dass die APIs beide hier erstmal in China stehen. Ich komme gleich zu einer anderen Lösung noch. Aber hier sind wir bei Pricing 1 Million Tokens. Wenn ihr einen Cash-Hit habt, ist so klein, ich kann es quasi nicht messen. Also es sind halt wirklich 0,0028 Dollar für einen Cash-Hit. Und wenn es ein Cash-Miss ist, das heißt, es ist noch nicht im Cash, sind es 14 Cent pro Million Token-Eingabe. Das ist halt quasi nichts und für eine Million Token-Output ist es bei 28 Cent, was auch quasi nichts ist. Also, wir erinnern uns, hier Quen hatte 2 Dollar und 6 Dollar, beziehungsweise wenn ihr einen Cash-Hit macht, dann halt 25 Cent. Also das ist extrem viel günstiger. So, und da kommen wir einmal ganz kurz zu den Modellen selber. Alibaba stellt Quen her. Das heißt, Quen 3.8 Max ist erstmal von Alibaba. Es ist noch nicht offen. Also es kann noch nicht von anderen Leuten gehostet werden. Dementsprechend habt ihr aktuell nur die Möglichkeit, es über die Alibaba Cloud zu verwenden. Und den Preis ist halt der, den wir vorhin hatten. Ne? Der gleicht sich dann auch ein bisschen an. Bei DeepSeek sieht es anders aus. Das Modell ist direkt verfügbar gemacht worden und kann bei allen möglichen Anbietern eigentlich gekauft werden. Also Cloudflare verkauft das Ding. Aber hier gibt es eben auch dann diesen netten Preiskampf, sag ich mal. Sodass man da ein bisschen sich betteln kann, wer es am günstigsten anbietet. Und das Spannende ist hier immer, wer hat denn eigentlich gerade den günstigsten Preis, steht einfach ganz oben. Und zwar DigitalOcean, die ja kein chinesischer Cloud-Anbieter sind, mit 8,4 Cent pro 1 Million Tokens Input und 16,8
Cent, also Dollar Cent pro Million Tokens Output. Was sehr, sehr spannend ist, wie ich finde. Aber ja, was ihr dann habt am Ende, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich will es nur einmal ganz kurz erwähnen, wenn die Modelle öffentlich werden, also sie jeder hosten kann, dann betteln die sich da auch so ein bisschen darum. Und um das nochmal kurz im Vergleich zu setzen, 8,4 Cent und 16,8 Cent, behaltet das kurz im Kopf. Theoretisch sind nämlich der Cash-Miss bei 14 Cent. Das heißt, noch deutlich teurer bei DeepSeek selber und bei 28 Cent für den Output, was auch deutlich teurer ist als das, was ihr theoretisch hier bei DigitalOcean bezahlt. So, genau, das war für mich zum Zeigen. Okay, dann starten wir kurz rein mit den Benchmarks, die zeige ich euch kurz. Das hier ist einmal die DeepSeek-Version von Hogwarts. Ich denke, ihr könnt erkennen, dass das hier relativ bare bones ist und vieles nicht so richtig modelliert ist. Also ja, es fehlt einiges. Ich zeige euch mal eben die fertigen Screenshots noch. Korrektur, nicht Screenshots, Renderings. Die Renderings sollten eigentlich so sein, dass sie quasi game-ready sind oder dass es halt aussieht, als wäre es vom Innen drin, von der Engine sozusagen. Und nicht irgendwie, als wäre es jetzt noch zu bearbeiten oder sowas. Das macht man normalerweise nicht. So, ihr seht hier, das ist das Hero-Bild. Das sieht sehr, sehr bare bones aus. Also tatsächlich eins der, ich würde mal sagen, schlechtesten Modelle, die ich bislang gesehen habe. Die Türme stehen nicht aufeinander. Die Gebäude sind nicht verknüpft. Es ist sehr, sehr offen. Und auch das hier sieht für mich nach gar nichts aus. Also ich weiß nicht mal, was das sein soll, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt da nicht drauf kommen, dass das Hogwarts ist. Also das ist definitiv nicht so High Quality. Das hier ist die Version, die mir Qwen 3.8 Max ausgespuckt hat. Die sieht so aus. Auch hier, die Fenster schweben im Nichts rum und die Türme sind eher mal, ich sag mal, nicht unbedingt so richtig verbunden. Da fehlen zum Beispiel die Dächer, da ist, was auch immer das sein soll. Das ist abgesperrt, geht einfach mal rum. Und das Bootshaus, ich glaube, das soll das Gewächshaus sein, steht in der Luft. Ja, also ist jetzt nicht mein Lieblingsding. Es kann natürlich immer noch korrekt aussehen im Rendering, deswegen lasst uns kurz das Rendering angucken, dann kann ich es euch akkurat sagen, aber es gefällt mir als Szene nicht, weil das kann man nicht wiederverwerten. So, das sieht aber tatsächlich gar nicht mehr so scheiße aus, wie ich gedacht habe. Mann, spannend. Es ist auf jeden Fall sehr klein, ehrlich gesagt. Doch, man sieht hier, dass es schwebt, aber die Fenster sehen passend aus. Ich glaube, es hat nach dem Rendering modelliert hier. Das hier sollte die Uhr sein. Der Mond sieht cool aus. Also fairerweise gar nicht mal so furchtbar, wie man erwarten würde. Im Rendering sieht es akzeptabel aus. Das ist auch spannend, dass es das hier einfach... Ach, das zeigt mir wieder nicht an. Okay. Das ist auch spannend, dass es hier sogar bei dem Rendering korrekt aussieht oder einigermaßen korrekt aussieht von den Fenstern her. Also ich würde nicht erkennen, dass die jetzt irgendwie hier schweben. Was ich interessant finde. So, dann hat es mir hier einmal das Viadukt ausgegeben, was natürlich hier vorne einfach endet. Aber auch das sieht nicht furchtbar daneben aus. Das ist spannend. Hier oben schwebt ein bisschen was, da schwebt ein bisschen was. Aber tatsächlich sehen die Laternen und die Fenster passend aus. Interesting. Das heißt, es hat wirklich so modelliert, als würde man es halt nur fürs Rendering beobachten. Und so stimmt tatsächlich fast alles. Jetzt das Dach vergessen. Das ist gut. Okay, also wir wissen, wie das Modell arbeitet. Es will die Aufgabe lösen mit möglichst wenig Aufwand. Das ist auf jeden Fall wohl ein Qwen-Ding. Spannend. Also, ne, das hier ist das Originalmodell, aus dem die Renderings raus sind. Hier, ne, die Fenster und alles, ihr seht das. Ich will euch einmal ganz kurz nochmal die Fotos von Claude Opus zeigen, damit ihr eine Referenz habt, was aktuell einer meiner Favorites ist. Weil das ist schon extrem viel detaillierter. Also, ne, ihr seht diese Zinnen, ihr seht, dass das alles aufeinander stimmt. Ich habe mir das im Modell auch angeguckt, die Fenster stimmen auch einigermaßen. Das ist schon nochmal ein ganz, ganz anderes Level an gut. Also das hier ist Opus gewesen, die anderen beiden davor waren Qwen und DeepSeek. Genau. Ja, also nicht unbedingt mein Fall. Bei den Toolaufrufen hat es zumindest mal funktioniert. Es hat mit dem MCP gearbeitet von Blender, das hat wohl geklappt. Aber es sieht qualitativ eher nicht gut aus. Ich schulde euch aber noch eine Erklärung, wie teuer das Ganze war, damit wir da auch mal einen Vergleich haben. Und zwar, Qwen 3.8 hat für Blender 1,50 Dollar gekostet, Input, und 1,20 Dollar Output, und der Cache hat 5 Dollar irgendwas gekostet. Das heißt, wir waren insgesamt bei 8 Dollar und 6 Cent. Also hier drüben stehen die Zahlen, die lese ich euch jetzt nicht vor. Die könnt ihr kurz pausieren und dann selber lesen, wie viele Tokens wir für was hatten. Es waren insgesamt war es 1 Stunde und fast
48 am Laufen und hat $8 ungefähr gekostet. So, DeepSeek V4 hat 1 Stunde 20 gearbeitet und gerade mal 47 Cent gekostet. Das ist halt basically nichts gewesen. Und schon mal direkt im Vorfeld genommen, Morphcook, das ist die App, die wir one-shotten lassen. Da waren die Preise auch interessant. Also relativ nah am Blender-Modell war Qwen. Das hat 8,80 gekostet für die App und lief 1 Stunde 26. Und DeepSeek hat $1,20 gekostet, um eine ganze App zu entwickeln. Ob sie lauffähig ist, das werden wir gleich sehen. Aber ne, also die Kosten sind insane niedrig. Ich arbeite nicht eine Stunde für $1,20. Das können wir uns hier in Deutschland gar nicht leisten. So. Insgesamt habe ich also gerade mal $18,54 für die Tests bezahlt. Alles über OpenRouter, beziehungsweise fairerweise muss ich sagen, bezahlt habe ich tatsächlich nur die Qwen 3.8 Sachen, denn DeepSeek V4 war über OpenCode tatsächlich gerade kostenlos verfügbar. OpenCode ist eine CLI, wo man coden kann damit. Die habe ich euch, glaube ich, schon ein paar Mal gezeigt. Und da kann man aktuell das DeepSeek V4 Flash-Modell auswählen. Das ist kostenlos. Das kostet einfach gar nichts als Promo-Aktion für OpenCode Zen. Das muss man dafür nicht mal abonnieren oder sonst irgendwas mitmachen. Kann man einfach machen. Also wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr das super gut selber machen. Kommen wir zum Code. Ich habe eine App one-shotten lassen. Das ist Morphcook wie immer, noch immer. Bis wirklich auch die kleineren Modelle es schaffen, finde ich sehr sinnvoll, dass wir uns das auch damit noch angucken. Und ich plane natürlich noch den größeren, nächsten großen Benchmark. Den werde ich dann einfach mit allen Modellen durchlaufen lassen am Anfang, wenn ich ihn fertig habe. Soll in Richtung Security gehen, wenn ich es dann irgendwann mal schaffe. Aber ja, wir haben das ist die DeepSeek-Version. Wow, okay, die ist gut unterteilt. Okay, lang ist es, auf jeden Fall. Aber gut, ich meine, das ist das Dictionary, das ist okay. Also die Dateiunterteilung finde ich schon mal sehr gut. Da hatte ich schon sehr viel schlimmere Kandidaten. Wir erinnern uns an manche davon. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also es ist gut unterteilt. Und ich gehe mal kurz ein bisschen alleine durch. Also an sich muss ich sagen, ich finde den Code okay. Er ist jetzt nicht super, super sauber. Es sind ein paar Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel Switch-Case-Statements, wo ich mir denke, so, würde ich anders machen, kann man aber so machen. Also jetzt nichts, wo man irgendwie sagen würde, es ist ein absolutes No-Go, was da passiert ist. Alles in allem ein solides Stück Code. Es ist jetzt nicht mega durchengineert, wir haben nicht super viele Unterordner in Unterordnern, aber manchmal ist es auch gar nicht so gut, wenn man das hat, sondern eher dann ein bisschen bare bones, weil die App ist ja auch nicht so super komplex. Wenn wir dann zu komplex werden im Code, das kann man durchaus so vertreten, wenn man das so laufen lassen möchte. So, jetzt lassen wir das nicht auf Linux laufen, sondern auf dem Morphreader. Und ja, ich habe mittlerweile einige Emulatoren, es tut mir sehr leid, ich betreibe sehr viel Testing in letzter Zeit und da brauche ich viele Emulatoren. Und tatsächlich ist die App direkt initial lauffähig. Ja, wobei, I don't know. Es könnte auch an mir liegen, dass der Emulator mal wieder voll ist. Aber das ist spannend. Das ist tatsächlich sehr spannend. Weil ich schon also auf dem Papier stärkere Modelle hatte, die es nicht geschafft haben, im ersten Versuch das Ganze zu starten. Das ist ein Connection Timeout. Ich schau mal, ob das an mir lag, wenn ich da ein bisschen was runterschmeiße, weil das war in letzter Zeit öfters mal so. So, ich habe es jetzt tatsächlich nochmal drüber jagen müssen. Es war nicht lauffähig, es ist im Loading Screen abgestürzt, beziehungsweise halt stecken geblieben. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Jetzt sieht es besser aus. Okay, also zweiter Anlauf hat funktioniert, das ist gut. What should the paper call you? The paper. Ja, ich weiß. Goblin, wie immer natürlich. The same dish for everybody. Issue? Issue. Okay. Deut kann ich nicht anwählen. Okay. Doch, hä? Aber es hat den Look nicht geändert. Okay. Also ich kann die Sachen hier anklicken, aber es verändert den Look nicht. Und dann haben wir tatsächlich direkt No Material Localizations Found. Your Windows. Kalorienziel. Okay, passt alles. Okay, da haben wir dann auch direkt die das Home-Ding. Oh, und das Design ist völlig anders, als ich das hatte. Das gefällt mir nicht. Boah.
Fuck, okay. Gut, da fehlt tatsächlich auch. Also, das hier ist eine Fehlermeldung, die würde euch in Production nicht angezeigt werden, aber es würde halt hier oben einfach nicht laden, weil hier oben quasi die Buttons jetzt fehlen und wir die nicht benutzen können. Es hat einfach vergessen, die Buttons zu machen. Hier sind wir limitiert auf die Fehler, das heißt, von der Menge her sind wir limitiert auf maximal 6 Portionen. Wir können hier nicht einfach in einem Dropdown-Menü auswählen, wie viele Personen wir haben. Wir können hier nicht wechseln. Das können wir machen tatsächlich. Diese Version liegt außerhalb deiner Filter. Okay, das ist gut. Das würde gehen sogar. Die Kalorienversion können wir nicht ändern. Ich weiß nicht, was 27G, 62G, 18G sein soll. Keine Ahnung, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Okay. Zur Einkaufsliste addieren. Okay, vom Wording her ist es auch ein bisschen weird. Ignoriert. Versucht das Gelbe hier zu ignorieren. Loslegen. Okay, das ist mal nicht broken. Die Schriftart gefällt mir. Aber oben sehe ich keine Fortschrittsleiste. Ah, doch, ich sehe eine Fortschrittsleiste. Auf dem Blech zu einem Leib zu formen. Was? Ah, okay. Ja, die fängt automatisch an. Aber wenn ich zurückgehe, dann komme ich direkt wieder zu Schritt 1. Also ich kann den Timer nicht einfach resetten. Ich kann abbrechen, okay. Also ich kann den Timer nicht resetten, das geht nicht. Und ich kann auch den Timer nicht pausieren oder stoppen oder so. Es ist sehr, sehr minimalistisch. Es ist sehr, sehr minimalistisch und viele Sachen, die man eigentlich brauchen würde, sind nicht da. Ich kann euch jetzt natürlich leider nicht den Einkaufswagen und so weiter anzeigen, weil der buchstäblich vergessen wurde zu implementieren. Also der Einkaufswagen selber ist da. Nee. Okay. Ja, okay. Also, was können wir sagen? Die Benchmarks sind hier nicht ganz richtig. Also, das sieht mir hart nach Benchmaxing aus. Also, das ist jetzt DeepSeek V4 gewesen. DeepSeek V4 Flash nochmal ganz kurz. Das sieht mir hart nach Benchmaxing aus, weil es tatsächlich nicht wirklich das gemacht hat, was es machen sollte. Es wurden große Teile vergessen. Es hat aber funktionablen Code geliefert. Das heißt, hier muss man mehrfach nochmal nachprompten, mehrfach nochmal. Es hat sich auch nicht gut ans Design gehalten. Also hier, das hier hatte ich ja komplett anders beschrieben. Eigentlich, ihr wisst, wie es ist normalerweise. Es hat Dinge getan, die ich so nicht definiert hatte. Also gesetzt auf deinem Telefon, kein Server, kein Tracking, nur Rezepte. Das ist so dieses typische Slop-Schreiben, sag ich mal. Das viele KIs leider mittlerweile drin haben, was richtig, richtig ätzend ist. Also es funktioniert grob. Aber das braucht sehr, sehr starke Guidelines. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, wenn wir dazu quasi den passenden Coding-Agent haben, der uns diese Fehler wegreduziert und immer mal wieder das Modell ermahnt und in die richtige Richtung bringt, dann kann das funktionieren tatsächlich. Ich will euch ganz kurz eine Sache noch zeigen, die mir aufgefallen ist. Ich habe das ja mit OpenCode gemacht. Und hier an der Seite hat OpenCode immer so eine Art To-Do-Liste. Und das ist der Run von DeepSeek V4 Flash. Ich kann euch das kurz hier rüberschieben eigentlich. Warte, so. Das ist der Run von DeepSeek V4 Flash auf Morphcook. Das seht ihr hier unten. Das ist der originale Run. Ich habe den nicht beendet oder sowas. Der lief einfach die Nacht über und ich fahre ja mit dem PC sowieso nicht mehr runter. Warum auch? Und hier an der Seite, das fand ich das Spannende, ist es tatsächlich einfach stehen geblieben. Also es hat nicht die gesamte To-Do-Liste abgearbeitet, sondern hat irgendwann einfach aufgehört, nämlich bei Models und Data Layer. Und die Core Logic, ich weiß nicht genau, ob es einfach vergessen hat, das abzuhaken, weil es ist da. Also so, es gibt einen Matching-Algorithmen, es gibt eine Shopping-Liste, es gibt auch die Möglichkeit hier zu encrypten, das steht alles im Code soweit drin, aber es wurde hier nicht abgehakt und dementsprechend hat es irgendwann also offensichtlich den Faden verloren und hat sich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach die To-Do-Liste ist, die hier nicht weiter gepflegt wurde, weil Qwen 3.8 hat nichts gemacht. Qwen 3.8 hat tatsächlich sich nicht damit irgendwie in Verbindung gesetzt. Hat keine To-Do-Liste erstellt. Muss ich noch mal ganz kurz dazu sagen. Schauen wir uns gleich genauer an. Aber vielleicht braucht man hier tatsächlich einfach das Drumrum, dass der Agent regelmäßig ermahnt wird. Damit beschäftige ich mich gerade sehr viel und das ist auch so eine kleine Ankündigung an nächste Woche, weil da will ich das so ein bisschen im Detail betrachten oder wenn ich schaffe nächste Woche, sage ich mal so rum. Also ja, ihr könnt das Modell benutzen, aber seid vorsichtig. Für kleine Aufgaben, denke ich, könnte es reichen. Ihr werdet es aber mehrfach ermahnen müssen, mehrfach in die richtige Richtung natschen. Aber dafür ist es arschgünstig, beziehungsweise zum Moment einfach gratis quasi. Und
Ich weiß nicht, ob es auf Opus 4.7 Level vielleicht kommt, 4.6 eher 4.5 würde ich schätzen. Es ist ein bisschen behind, aber fairerweise ist es auch ein abartig kleines, günstiges Modell. Das muss man einfach dazu sagen. Gut, schauen wir uns die Quen-Version an. Alrighty, also ich habe auch wieder ein paar Tests bekommen, hier ganz brav. Es sind sogar relativ viele, würde ich mal behaupten. Wir haben auch hier wieder relativ sauber sortierten Code, mehr sortiert sogar als davor. Das heißt, wir haben hier quasi einmal das Cookbook im Cook-Screen drin. Also wir haben einen Cook-Screen, wir haben einen Cookbook-Screen, wir haben einen Dish-Screen, jeweils in seinem eigenen Unterordner, was ich ziemlich sauber finde. Und weil ihr neulich meintet, ob ich die Vertical Slices nicht kenne, doch, die kenne ich schon, aber ich meinte tatsächlich damit, dass man auch die Übersetzung da reinschreibt. Das war tatsächlich für mich was Neues, dass man die Übersetzung in das Feature reinschreibt. Was ich ziemlich cool finde, eigentlich, die Idee ist sinnvoll. Es ist ein bisschen smelly von der Länge her. Also gerade wenn der Cookscreen irgendwie 600 Zeilen groß ist und nicht extrahiert wird, dann frage ich mich, warum wir hier nicht ein paar mehr Widgets haben. Und State und Services und Domain und Data sind relativ überschaubar. Aber fairerweise ist die App auch wirklich überschaubar. Also ist jetzt nicht so ein Riesending. Aber ich hätte ganz gerne mehr in Widgets drin gehabt und nicht eine Klasse Widgets und das war's dann. Sondern ich hätte gerne hier einen Ordner mit Widgets gehabt, wo dann die Widgets alle drin gewesen wären und jedes hat seine eigene Datei. Das wäre geiler Code. Alles in allem ist der Code aber jetzt kein Totalunfall. Also er ist jetzt nicht super, super clean. Also ich meine, ihr kennt Flutter-Code. Flutter-Code ist jetzt, ne, Safe Area, hat ein Child, hat ein Padding, hat eine Column, hat eine Row, hat einen Child, hat einen Gesture Detector, hat endlich mal nichts mehr. So, das ist halt Flutter, also das ist halt Frontend-Code, ne? Das ist einfach Pups. Echt mies. Nicht gut. Schlecht. Blöd. So, Run. Ich bin gespannt, ob das jetzt zum ersten direkt läuft, weil wir hatten noch nicht viele Modelle, die die App tatsächlich laufen lassen konnten. Bedenkt aber, dass die hier auch mehr als 7-mal so teuer war. Ungefähr 7-mal so teuer. In der Erstellung. Die läuft direkt. Beeindruckend. Gut. Okay. Dann lasst uns mal gucken, ob ich das größer kriege, dass ihr auch was sehen könnt. So, wir stellen selbstverständlich direkt auf Deutsch, damit wir auch sehen, wo es vergessen hat, Dinge zu übernehmen. Und wir nennen uns wieder mal Goblin, damit Goblin in die Trainingsdaten einfängt. So, das sieht jetzt schon viel, viel näher an dem, nach dem aus, was wir gepromptet hatten ursprünglich. Wir wählen auch was aus. Wir wollen auch bitte, wobei, wenn wir vegan wählen, dann können wir das auch gleich sein lassen. Machen wir laktosefrei, machen ohne Schwein, einfach mal zum Ausprobieren. Okay, weiter. Das sieht super aus. Kalorienziel, machen wir mal 500. Wie lange darf Kochen dauern? Das passt soweit alles. Okay. Das Design ist erstaunlich nah an Opus 5. Das finde ich sehr gut. Das ist sogar tatsächlich eigentlich besser als das, was live ist. Das gefällt mir vom Design her besser als das, was Fable rausgespuckt hat, wobei Fable näher an meinem Prompt dran war, muss man ehrlicherweise sagen, aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Geduld ist eine Zutat? Chili. Chili braucht doch nicht lange. Ich brauche keine 50 Minuten für Chili. Und, warte. Eine ganz kurze Funfact zu Chili. In meinem Studium hat mir ein Freund von damals, den ich aus dem Online-Gaming kannte, kein Scheiß, ein Rezept geschickt von Chefkoch, wo das perfekte Chili con Carne drin steht. Und da kommt Bier, Kaffee und Kakaopulver rein. Trust me. Trust me. Es ist, wenn ihr jemals Chili kocht, macht ein Bier rein, wirklich so ein Pilz oder sowas, kein Weizen. Und der Alkohol verdampft dann. Und ihr könnt auch alkoholfreies nehmen, theoretisch. Und macht einen Kaffee rein. Trust me on this. Eine Dose abgetroffen. Mir gefällt die Schriftart richtig, richtig gut. Einkauf. Mir gefällt das Design sehr gut. Oh, das ist nicht implementiert? Okay. Das ist schade. Oh, Version außerhalb meines Kalorienziels anzeigen. Okay. Immer noch keine. Gut. Habe ich nicht gesagt, dass... Ah, Rinderhacke. Gut, okay. Das ist kein Schwein. Verstehe. Auch das... Gut, hier haben wir einen kleinen Overhang, aber das ist fein.
Das gefällt mir verdammt gut vom Layout. Wirklich gut. Hinzugefügt? Okay. Sad. Null Check Operator used on Null Value. Oh Mann, das wollte ich eigentlich. Okay, gut, schade. Machen wir noch ein gespeichert rein. Bookmark. Bookmark hätte man anders machen können, einfach mit dem Bookmark-Icon. Hier unten auch tatsächlich richtig angepasst also gut angepasst an das, was ich eigentlich machen wollte. Nämlich hier mehrere Icons zu haben. Das sind jetzt 6 Icons tatsächlich. Machen wir hier mal Chili. Chili con Carne. Chili sin Carne. Geil. Keto. Und hier kann ich sogar wechseln. Das wurde für mein Profil ausgeblendet. Warum ist das ausgeblendet? Hab nichts gefunden. Okay, kein Hilfecenter. Gut. Also es fehlt noch ein bisschen was. Aber es wird mir hier... Schmand. Genau. Und deswegen wird es mir hier eigentlich ausgeblendet, wenn ich Keto mache. Und wenn ich vegetarisch mache, dann habe ich keinen Schmand drin. Finde ich okay. Warum haben wir das ist eigentlich vegan dann sogar? Oder? Linsen im Chili. Auch spannend. Die Ideen, auf die diese Modelle manchmal kommen, sind spannend. Kochbuch ist drin. Sieht gut aus. Plan. Oh, wir machen Chili zum Frühstück. So sah übrigens tatsächlich meine Studienzeit aus. Ich war ein Chili con Carne Ultra. Schön. Ja, das hat auch direkt funktioniert. Haken. Leeren. Cool. Einstellung. Da haben wir einen Overflow irgendwo. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Da unten haben wir einen Overflow. Okay. Das ist ein kleiner Overflow. Alles in allem, ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich würde dem eine 8 oder 9 von 10 geben. Bin ich ehrlich. Das ist sehr, sehr sauber implementiert. Das hat sogar mich korrigiert, weil ich Scheiße gebaut habe. Ein paar Sachen sind nicht übersetzt. Hier Thursday ist nicht übersetzt. Ist es da innen drin übersetzt? Ein Tablespoon, genau, das ist auch nicht übersetzt. Ein Piece hat es auch vergessen zu übersetzen. Das sind so die typischen Smells, ne? Ihr merkt es mittlerweile. Das sind so die Sachen, die es immer mal wieder vergisst zu übersetzen. Aber alles in allem, Quen und Kimi können was. Also wirklich, Quen, 3.8 Max, Kimi, damn, das lohnt sich, das Zeug. Die sind wirklich gut. Und DeepSeek ist dafür, dass es so arschgünstig ist, auch ein echt guter Billig-Agent. Heißt, man könnte dann vielleicht tatsächlich sowas machen wie, ey, yo, wir lassen quasi einen Plan schreiben, zum Beispiel Issues schreiben und die dann von einem, wenn sie günstig sind, wenn sie klein sind, zum Beispiel dann einfach von einem DeepSeek implementieren und wenn sie halt ein bisschen komplexer sind, von einem Quen implementieren und das läuft dann einfach durch. Oder einfach direkt mit Quen arbeiten. Und wenn sie halt hardcore schwer sind, dann nehmen wir einen Opus oder so. So ein Agent, tatsächlich lässt sich das machen. Ich bin an sowas tatsächlich gerade dran. Aber ja, dazu auch mehr nächste Woche. Verdammt, okay, also das ist ein beeindruckend gutes Modell. Mag ich sehr gerne. Mochte ich aber tatsächlich vom Blender mochte ich es nicht so sehr. Bei Blender war das Modell, das uns die Fenster sonst wohin gesetzt hat und einfach nur so getan hat, als wäre alles gut. Was heißt das für das Modell? Also DeepSeek wäre ich vorsichtig mit, aber das Quen 3.8 scheint so ein bisschen Min-Maxing zu machen, dass es die Aufgabe möglichst gut löst, so genau wie man sie eben stellt. Und dafür dann auch relativ okayisch ist. Ja. In der Preisklasse ist es echt gut. Ich probiere vielleicht mal den Tokenplan aus von Quen oder von Alibaba. Dann kann ich euch da auch genauer was dazu sagen, wie viele Tokens, also wie viel man da quasi für seine 66 € oder was es sind, man bekommt. Aber das ist ein spannendes. Alles in allem sehen wir aber hier, würde ich sagen, schon eine deutliche Sache. Und zwar die ganzen Coding-Tools, beziehungsweise die ganzen Agent-Tools werden mittlerweile so gut, dass sie tatsächlich selbst, also jedes neue Flaggschiff, DeepSeek V4 Flash ist ja kein Flaggschiff in dem Sinne, es ist einfach nur ein günstiges Schiff oder whatever. Und die ganzen neuen Flaggschiffe, die schaffen eigentlich fast alle es eine App zu one-shotten. Und das finde ich beeindruckend. Noch nicht alle schaffen es mit den Tools, mit Blender zum Beispiel, so gut umzugehen, dass sie das auch hinkriegen. Aber das ist ja auch genau die Herausforderung. Ich habe den Blender-Benchmark ja später gemacht und erst danach quasi rausgefunden, was man so machen könnte, beziehungsweise wie man es schwerer machen kann und sowas. Aber das ist
das bringt mich so ein bisschen in die Bredouille, dass ich euch irgendwann einfach nicht mehr so richtig gut testen kann, welches Modell was genau gut kann und was nicht. Weil, wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, mach mal bitte einen Benchmark, das hatten mir Leute von euch tatsächlich vorgeschlagen, mach mal bitte einen Test, dass du irgendwie sagst, mach mal eine größere App, sowas wie Bootstrap Academy V2, an der ich gerade tatsächlich arbeite, dann dauert das halt mehrere Wochen, bis die fertig ist und dann läuft halt ein Modell durch. Was ich euch aber nicht vernünftig zeigen kann, weil dann kommt das Video halt 3 Wochen nach Release. So. ähm, und kostet halt dann auch pro Test irgendwie mehrere tausend Euro. Und das sehen wir auch an vielen Benchmarks, die wir heutzutage haben. So Arc AGI kostet halt vierstellig, wenn der durchläuft bei den Leuten. Deswegen mache ich das hier zum Beispiel. Ich überlege mir was ich noch machen kann. Wenn ihr aber Ideen habt oder wenn ihr sagt, ihr wollt was sehen, dann schreibt ihr mir das ganz, ganz gerne. Ich kann tatsächlich in dem Fall jetzt sagen, okay, wenn ihr ein Open Model haben wollt, könnt ihr Kimi K3, also Open Weight Model haben wollt, könnt ihr Kimi K3 und Qwen 3.8 Max bedenkenlos nutzen. Ansonsten kann ich empfehlen Opus 5. Aber Vorsicht, Opus ist arschfaul und ihr müsst genau sagen, was ihr haben wollt. Ansonsten funktioniert Opus überhaupt nicht gut. Opus ist wirklich ein saufaules Stück. Fable ist großartig, aber arschteuer. Und ich mag es immer noch sehr gerne tatsächlich. Und ja, Sol, also GPT 5.6 Sol ist nicht faul, verbraucht dafür aber sehr viele Tokens und gerade im Ultramodus dauert es, bis es irgendwas macht. Aber alles in allem sehr, sehr spannende Entwicklung. Und ja, was die Bild- und Videomodelle angeht und auch die Audiomodelle, TTS oder sowas, da schreibt ihr mir auch ganz gerne, wenn ihr sowas sehen wollt. Und alles in allem spannende Zeiten, würde ich sagen. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Bis dann, ciao.